Moin Stefan! Hey Nils. Cool, danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir da über eure Website zu quatschen. Denn das ist ja so das Thema. Also der gute Stefan von SmartFit aus dem Marketing-Team nimmt sich heute die Zeit, mit mir über deren Website-Bildersystem zu sprechen, was wir jetzt schon vor einiger Zeit bei SmartFit eingebaut haben oder eingeführt haben. Und ihr habt jetzt einfach schon eine Weile Erfahrung gesammelt. So. Und Stefan ist nett genug, diese mit uns zu teilen. Stefan, sag doch du auch mal kurz, was ist so deine Rolle bei SmartFit und worum geht's? Ja, danke Nils. Bei SmartFit arbeite ich im Marketing. Da kümmere ich mich im Wesentlichen um die Contentpflege der Webseite. Das bedeutet, hier mit diesem Sanity-Baukastenbilder bin ich da sehr, sehr viel beschäftigt, sehr viel mit unterwegs und auch sehr froh darum, dass wir da so eine einfache Lösung gefunden haben für Menschen, die nicht programmieren können, wie mich zum Beispiel, wo es also darum geht, Inhalte gut aufbereitet, schnell und effizient da einzupflegen und sich nicht ewig da mit dem Wie zu beschäftigen, sondern mehr darauf zu fokussieren, was. Super gut. Vielleicht kurze Zusammenfassung, von was wir da sprechen. Also SmartFit hatte vorher, ich weiß gar nicht, ich glaube auch eine WordPress-Website oder irgendwie sowas in der Richtung. Und wir haben damals zusammen angefangen zu arbeiten mit so einem Produkt, das heißt Online-Sizing. Super erfolgreich eurerseits inzwischen. Und das System besteht aus, wie von dir schon erwähnt, dem Content-Management-System Sanity. Das benutzen wir gerne, weil wir den Content gut strukturieren können da drin. Und die eigentliche Website ist im Prinzip jetzt technisch gesehen davon losgelöst, sind wie 2 Stückchen. Und die läuft auf Next.js. Und wann auch immer man in dem Content-Management-System was updatet sich die Website und so. Und wir sind heute hier, um mal kurz zu zeigen, wie wir nennen das den Page-Builder. Ich glaube, auch ehrlicherweise, weil uns kein besserer Name eingefallen ist, aber wir wollten mal kurz zeigen, wie es funktioniert. Und Stefan, vielleicht kannst du uns erzählen, was ihr so damit macht. Du hattest mir ja jetzt ein Beispiel geschickt. Ich würde einfach mal screensharen. Ja, gern. Vielleicht kannst du uns einfach zeigen, wie du damit arbeitest und was das so soll. Sehr gut. In dem Fall haben wir hier eine Seite gebaut, um unser Tool zu zeigen, mit dem man Conversions tracken kann beim Fahrradkauf nach Verwendung unseres Online-Sizings. Das war wichtig herauszustellen, weil es ein ziemlich bahnbrechendes Produkt ist. Und das haben wir eben visualisiert mit so einer Landingpage, in der wir mit den einzelnen Bausteinen verschiedene Elemente darstellen. Einmal natürlich visuelle Elemente, dann auch noch Textelemente. Unten eben dann hier ein smartes Objekt, mit dem wir verschiedene Ansichten zeigen können, wie eben dieses Conversion Tracking funktioniert. Ist auch nicht ganz unkomplex. Tatsächlich sind wir ganz froh drum, dass wir das so einfach darstellen können und das Ganze eben auch ohne viel Aufwand. Das heißt, ich kann mich sehr darauf konzentrieren, was ich den Leuten da gerne erzählen will und muss nicht mich an irgendwelche Grenzen ausrichten oder muss da nicht irgendwelche Grenzen befürchten, die da meiner Kreativität, die mich da eingrenzen würden. Genau, unten haben wir noch natürlich ein Kontaktformular, was wir auch noch gestalten können, wie wir das möchten. Und damit haben wir da auch die ganze Sache rund gemacht, haben einen Call to Action unten drunter. Das ist, was wir wollen im Endeffekt. Hammer. Das heißt also, wir können uns ja mal kurz das System an sich so ein bisschen besser angucken. Ich habe das jetzt hier links und rechts aufgemacht. Und rechts, das ist jetzt diese heiße Sanity-Oberfläche. Genau. Leute, die mit mir auf LinkedIn vernetzt sind. Ich habe Anfang des Jahres tatsächlich auch einige Videos zu Sanity gemacht. Haben inzwischen viele Websites drauf laufen und sind immer noch super überzeugt. Und die Struktur ist relativ straightforward. Gell? Es gibt Seiten. Ja. Und ich glaube, ich habe damals mit euch einen Bruchteil dieser Seiten angelegt. Und jetzt die Seite, die wir hier auf der linken Seite anschauen, ist diese Tracke deine Conversion. Gell?
So, und jetzt haben wir dieses Element hier auf der rechten Seite. Ähm, Was machst du denn dann? Also wie funktioniert das so? Wie baust du sowas auf? Wir klicken uns da die Bausteine zurecht, die wir brauchen. Das bedeutet, aus dem Add-Items-Feld dort unten können wir uns aussuchen, welche Art Bausteine wir jetzt benötigen. Hier gibt es ganz unterschiedliche Timeline-Funktionen, eine Form, Grafikdisplay, Bike-Types, Callout, Collagen. Da gibt es über Textelemente im Endeffekt alles Mögliche. Hier haben wir uns auch viele customizen lassen. Das bedeutet also genau an unsere Bedürfnisse anpassen lassen, was wir gerade gebraucht haben. Wenn ich mir dann den richtigen Baustein ausgewählt habe, gucke ich mir an, was soll da rein, was soll damit gemacht werden. Hier jetzt beispielsweise wird die Stage dargestellt. Das bedeutet, das ist der Entry auf den Link, der Teil der Seite, der als allererstes wahrgenommen wird. Hier habe ich dann eben eine Headline, die ich einpflegen kann. Darunter der Content-Block, wo ich meinen Text einfügen kann. Da kann ich einfach reinschreiben, was auch immer ich will, muss da auf nichts achten großartig und kann natürlich dann auch noch weitere Dinge tun, wie Links einpflegen, das Ganze mit einem Anker versehen, damit es angesteuert werden kann, und bei manchen Elementen ist dann auch noch ein Bild einbindbar, welches ich entweder links oder rechts anzeigen lassen kann, groß, klein, wie auch immer. Ja. Hammer. Ja, genau, ich erinnere mich noch, wir haben hier die haben hier so, dass die diese Icons haben zum Beispiel und die Benennung davon, das ist jetzt nicht Sanity-Sache. Also, ne, was wir ja damals zusammen gemacht haben, noch zu Online-Sizing-Zeiten, ist ja im Prinzip, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen hier irgendwie so eine Möglichkeit, Bilder zu zeigen und im Prinzip da drauf super visuell prominent irgendwie Features drauf zu hauen und so. Und dann haben wir die genau so gemacht, ne? Und dann kommt da am Ende so eine Komponente bei raus, wo man original die Headline eingibt, die USPs. Dann kann man, wenn man noch möchte, so einen Button hinzufügen, um zu verlinken und macht hier die Bilder rein, die in dem Karussell landen. Und die Website an sich entscheidet sozusagen, wie das dargestellt wird. Also das finde ich aus meiner Sicht immer ganz toll, weil das ist so ein, ne, uns ist auch irgendwie wichtig. Ist einfach glatt, einfach wirkt schön ja, ineinander, genau. alles passt zusammen und alles hat den gleichen Style. Und, man muss sich da gar nicht drauf groß konzentrieren, das zu machen, sondern das wird alles von dem Sanity selbst in die richtige Form gebracht. Fällt uns mega gut. Super nice. Cool. Hast du irgendwie Erfahrungswerte mit anderen Systemen oder so? Also wie war das so für dich, damit loszulegen? Ja, da reinzukommen, braucht ein bisschen Zeit, einfach die Logik zu verstehen. Ist jetzt nicht super zeitaufwendig, aber man sollte sich damit schon auseinandersetzen. Andere Systeme wiederum finde ich manchmal ein bisschen irritierend, ein bisschen zu unlogisch. Kennen da einige andere Menschen, mein Vater zum Beispiel, der da ein anderes System benutzt für seinen Online-Shop, finde ich dann ein bisschen sehr kompliziert, wenn ich damit mal was zu tun habe, und dann sind dann immer die Momente, wo ich sehr froh bin, dass wir das haben. Und es für mich schon mittlerweile selbstverständlich ist, dass das einfach zuverlässig läuft, gut funktioniert und ziemlich intuitiv ist. Cool, ja. Das klingt super, wirklich. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das jetzt schon so lange erfolgreich benutzen könnt und immer noch nicht leid seid. Ich finde aus so einem Nachhaltigkeitsansatz tatsächlich, weil ich das jetzt dieses Jahr auch einigen Kunden sage, ich freue mich schon darauf, diese Seite irgendwie in den nächsten Jahren auch einfach auf dem System weiterlaufen zu lassen und weiterzuentwickeln. Denn im Prinzip, ne, Sanity haben jetzt nicht wir erfunden, das ist ein Software as a Service, aber die Komponenten, die hier drin sind, haben wir mit euch zusammen erfunden. Wir können davon einzelne weiterentwickeln, visuell upgraden. Wenn ihr jemals ein Rebranding machen würdet oder eure Marke irgendwie ein Upgrade geben wollen würdet, dann wäre unsere Aufgabe im Prinzip in jede von diesen Komponenten reinzugehen, welche Anpassung auch immer möglich zu machen. Und wenn ihr bis dahin 5000 Landingpages erstellt habt, ist das halt egal, weil sie alle die gleichen Komponenten benutzen, die man einmal upgradet.
Das ist super. Und nochmal vielen Dank, Stefan, dass du dir hier so die Zeit nimmst, um das zu beschreiben. Das freut mich total und motiviert uns, an dem System weiterzuarbeiten. Sehr gern, sehr gern. Mich freut es genauso. Cool. Vielen Dank. Hammer, sehr gut. Vielen Dank. Danke, ciao. Hau rein, Stefan.